wenn wir irgendwann erkennen, ich habe den Frieden selber abgewehrt, ich habe den Körper viel zu hoch getan und irgendwie mich zu überidentifiziert mit dieser menschlichen Hülle, plus ich habe Angst vor dem Tod als mein Gott gefeiert. Was passiert denn dann mit uns? War es denn wirklich die Verantwortung von unserem Bruder, dass wir diese Dinge hochgehalten haben, oder unsere Verantwortung? Hallo, ich bin Peri Soylu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs in Wundern, weil was wir hier die meiste Zeit gemeinsam tun und wofür du mir immer deine Zeit schenkst, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass wir die Grundsätze von einem Kurs in Wundern auf unsere menschliche Erfahrung anwenden, um dadurch eine glücklichere, eine friedlichere, eine gütigere und sanftere menschliche Erfahrung zu machen, die wundervoll ist irgendwie auch. Und was ein Kurs in Wundern vor allem tut, wie das passiert, ist, dass ein Kurs in Wundern unseren Geist trainiert, darin das derzeit dominante Ego-Angst-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Das klingt immer so mega einfach in der Theorie. Und in der Praxis merken wir ganz oft, wie wir auch stolpern, ne? Wie der Angstfilter doch irgendwie machtvoll ist, wenn wir unsere Knöpfe gedrückt bekommen. Also auch wenn wir stolpern, dürfen wir sanft mit uns sein. Auch das ist ein Grundsatz von einem Kurs in Wundern anwenden, nämlich liebevoll mit uns sein, wenngleich ehrlich, wenn wir merken, okay, wir haben wieder dem Ego geglaubt und wir waren wieder mit der Angst unterwegs. Bevor ich zum heutigen Thema komme, und da geht es um etwas, was wir vielleicht überraschend finden oder vielleicht auch gar nicht so überraschend, nämlich die Angst vor Gott, möchte ich kurz darauf eingehen, dass ich in letzter Zeit etwas seltener hier war. Ich habe etwas seltener mit dem Podcast Zeit verbracht. Das liegt einerseits daran, dass ich einfach eine Pause mache. Das habe ich ja auch, glaube ich, genügend kommuniziert, um zu schauen, hey, was kann ich ablegen? Was will ich weiterhin beibehalten? Was will ich mit ins neue Jahr nehmen? Und eine Sache, die ich auf alle Fälle mit ins neue Jahr nehmen möchte, ist mein Projekt 365 Tage Wunder. Da reisen wir gemeinsam durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern. Einerseits in einer Gruppe und andererseits kann man das auch mit 390 Audios machen, wo ich dich durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern begleite. Und ein neues Projekt, was ich gerade am Wickel habe und wofür ich mich gerade vorbereite, ist ein Gene Keys Projekt, also ein Genschlüssel-Projekt, weil die Genschlüssel ab dem Januar 2026 wieder offiziell englischsprachig ein Retreat anbieten, nämlich das Sages Golden Path Retreat. Und ich habe mich dazu entschlossen, genau dieses Retreat deutschsprachig zu begleiten. Alle Infos dazu findest du hier in der Beschreibung oder auf meiner Webseite. Und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen vor. Bis zum Ende des Jahres etwas mit Vergebung, aber das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, also ich werde weiterhin berichten, was sich da Neues in mir entwickelt und ich hoffe, vielleicht treffen wir uns auf dem einen oder anderen Format. Aber das heutige Thema, da geht es um die Angst vor Gott. Ein Kurs in Wundern berichtet uns darüber, in Kapitel 19 vor allem. Und warum ich darüber mit dir reden will, ist, weil wir mit den starken Gefährten, das ist der Part von 365 Tage Wunder, wo wir gemeinsam durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern reisen, der sich immer alle 2 Wochen auf Zoom trifft und die Übungen und alles Mögliche, was mit dem Kurs einhergeht oder einfach, was in einem Grad oben aufliegt, mitbringt und wir das mit dem Kurs reflektieren. Und was wir da auch immer wieder tun, ist im Textbuch zu lesen. Und wo wir gerade sind, ist tatsächlich in Abschnitt 4 im Kapitel 19, wo es um die Hindernisse vor den Frieden geht. Und das größte Hindernis, das wir haben, das Hindernis überhaupt, ist die Angst vor Gott. Es gibt genau 4 Hindernisse, so schreibt es Ein Kurs in Wundern. Und sie führen letztendlich zur Angst vor Gott. Und was ich daran so spannend finde für mich, ist zumindest, dass ich erstmal denken würde, okay, so ganz bewusst habe ich gar keine Angst vor Gott. Ich fühle es zumindest gar nicht so. Aber die Angst vor Gott kann sich ja in verschiedenen Aspekten zeigen. Und ich glaube, dass wir damit noch mal in die Tiefe gehen müssen, um zu schauen, habe ich noch Angst vor Gott? Auch wenn es so ein klitzekleiner Fitzel ist, habe ich noch Angst vor Gott oder nicht? Und darf ich da noch den Frieden drüber fließen lassen oder nicht? Weil ich habe das Gefühl, oder zumindest begegnen mir manchmal Menschen, die sagen, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor nichts. Und das finde ich immer sehr erstaunlich, weil ich würde wagen zu denken, dass
wenn jemand wirklich angstbefreit durch dieses Leben geht, es wirklich einem nicht entgehen wird. Es gibt einen ganz, ganz einfachen Test. Du kannst es ganz, ganz leicht herausfinden. Entweder steht dir gegenüber ein erleuchteter Meister oder jemand, der denkt, dass er angstbefreit ist. Diese zwei Möglichkeiten gibt's für mich. Und das andere, was ich weiß, ist, wenn ich komplett angstbefreit bin, wenn ich gar keine Angst vor Gott habe, warum bin ich noch in diesem Körper? Ich glaube halt tatsächlich, irgendwo ist da immer noch ein Fitzel von mir oder was auch immer es ist. Sind es 2%, 0,1%, 10%? Da ist noch irgendetwas, was Angst vor Gott hat. Auch wenn wir es nicht zugeben möchten manchmal. Aber manchmal ist es ganz schön, wenn man da mit sich sitzt und sagt, ich bin mal ganz, ganz ehrlich mit mir, weil das schadet mir nicht, ehrlich mit mir zu sein. Habe ich vielleicht doch noch irgendeinen Respekt vor dieser Wahrheit, die mit einem Kurs in Wundern kommt. Weil Angst vor Gott ist für mich auch Angst vor der Wahrheit, die ein Kurs in Wundern uns gibt. Ist da vielleicht doch noch etwas? Wir haben dann mit den starken Gefährten in unserem Zoom-Call gesammelt, wie sich die Angst vor Gott hier zeigen kann. Ein Kurs in Wundern sagt zum Beispiel, dass wir Angst vor Gott haben und deshalb Strafe haben mit dem Ego, dass wir uns selbst Schmerz zufügen, Leid zufügen, in der Hoffnung, dass, wenn wir dann doch irgendwann Gott treffen, er uns weniger bestraft. Und ein Kurs in Wundern formuliert es so, ich lese uns das mal vor. Das Ego glaubt, dass es Gottes Bestrafung mildern kann, wenn es sich selbst bestraft. Doch sogar darin ist es arrogant. Es unterstellt Gott eine strafende Intention und macht dann diese Intention zu seinem eigenen Vorrecht. Also wirklich wieder sehr verworren, wie das Ego denkt und die Logik des Ego, die vielleicht in sich geschlossen irgendwie logisch ist, aber wenn man dann von außen drauf blickt, denkt, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich bestrafe mich selbst, ich mache mich selber schuldig, weil ich irgendwo unbewusst denke, falls ich dann doch Gott treffe, den ich ja eigentlich ignoriere, dem ich ja den Rücken zugekehrt habe und mit dem Ego Hand in Hand gehe, weil ich jetzt Ego zu Gott gemacht habe, wenn ich dann Gott doch noch begegne, dass er dann nicht so strafend ist. Wir haben ein Gott im Ebenbild des Ego gemacht und denken, Gott ist strafend. Aber Gott weiß derweil nichts von Strafe, weil Gott keine Strafe kennt. Das ist das, wo es wirklich verrückt wird. Aber das Ego ist ja halt auch verrückt. Also das ist eine Art, wie sich die Angst vor Gott zeigen kann, dass wir Angst vor Strafe haben und uns selbst bestrafen in der Hoffnung, dass uns Gott dann weniger bestraft. Klingt nicht so geistig gesund. Dann hatten wir noch eine zweite Art, wie sich die Angst vor Gott zeigen kann. Nämlich, vielleicht gibt es da noch einen Funken in uns, vielleicht gibt es da noch so eine kleine Art von Befürchtung in uns, dass wenn wir diesen Körper wieder ablegen, Gott gar nicht existiert. Was wäre, wenn wir das alles machen mit dem Kurs und daran glauben und all unsere Energie und all unsere Disziplin in diese Grundsätze Leben stecken und dann fallen wir tot um und dann ist nichts. Dann gibt es weder Gott noch uns noch gar nichts. Was ist dann? So kann sich die Angst vor Gott auch zeigen, ne? Dass man irgendwie befürchtet, es gibt gar keinen Gott. Ich bin hier wieder irgendein Trugschluss aufgesetzt. Aber was ich da denke ist, wenn ich die Grundsätze von einem Kurs in Wundern anwende und ich dadurch merke, mein Leben ist friedlicher, besser, ich bin glücklicher, ich lächle mehr, mir geht's besser, ich fühle mich ausgeglichener als vor dem Kurs, bleibe ich doch beim Kurs, ob es Gott gibt oder nicht. Nicht, dass das meine Überzeugung ist. Alles in mir ist fest davon überzeugt, dass es eine höhere Macht gibt, eine Schöpferkraft, die uns erschaffen hat. Das ist meine feste Überzeugung. Aber auch wenn ich daran zweifeln würde, würde ich mich überprüfen. Geht's mir mit dem Kurs und die Prinzipien, die ich aus diesem Kurs lerne, um gescheiter durch dieses Leben zu gehen, besser? Dann bleibe ich doch bei diesen Prinzipien. Das ist, wie ich das erstmal nehmen würde. Und dann muss man sich überraschen lassen, wenn man den Körper dann ablegt, was dann auf uns zukommt. Aber meine feste Überzeugung ist, wir gehen zu dem zurück, was uns erschaffen hat, zu unserem Ursprung. Und dann kommt die interessanteste Angst, auf die wir gestoßen sind gemeinsam, nämlich, dass wir Angst haben vor der Macht, die in uns ist. In diesem Abschnitt 4 in Kapitel 19 lesen wir das hier dazu. Sieh nur, wie der Glaube an den Tod erlöst, denn wäre er nicht mehr da, was könntest du dann fürchten als das Leben?
Und das ist eine andere Art auszudrücken, dass wir Angst vor Gott haben. Wir haben Angst vor dem Leben selbst. Wir haben Angst vor der Wahrheit, die uns der Kurs gibt. Wir haben Angst vor unserer eigenen Macht. Und da kommt mir wieder dieses Zitat, oder wir haben es auch echt tatsächlich in der starken Gefährtenrunde dann nochmal herausgeholt, dieses Zitat von Marianne Williamson, wo sie uns sagt, dass wir Angst vor unserer eigenen Macht haben und nicht Angst vor unserer Unzulänglichkeit. Unsere größte Angst gilt dieser Macht. Und das ist, wie sich die Angst vor Gott auch ausdrücken kann. Dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen, weil wir denken, wir dürfen nicht leuchten, weil dann verschrecke ich irgendwie andere Menschen, wenn ich meine Identität in Großbuchstaben wähle, wenn ich Gott wähle, wenn ich die Prinzipien von Ein Kurs im Wundern lebe, dann sind andere von mir irritiert, also mache ich mich klein. Das ist Angst vor Gott. Das ist Angst vor deiner eigenen Macht haben. Ich will uns hier auch noch mal kurz an die 4 Hindernisse vor dem Frieden erinnern, die wir dann in Kapitel 19 in diesem Absatz 4 lesen. Und das Interessante daran ist, dass diese 4 Hindernisse miteinander verstrickt sind. Also sie gehen ineinander über, sie sind miteinander verbunden. Das erste Hindernis ist, dass wir den Frieden selbst wieder loswerden wollen. Vor allem geht es in diesem Abschnitt um unsere Beziehung. Also wenn wir unsere Beziehung betrachten, lassen wir keinen Frieden in diese Beziehung einkehren. Wir wollen nie wieder loswerden, weil wir wollen mit dem Ego ja recht haben, dass die andere Person voll nervig ist und voll doof und schuld daran, dass es mir doof geht. Dann kann ich doch keinen Frieden dazu einladen, weil dann würde ich ja die andere Person anders sehen und dann hätte ich ja kein Recht mehr. Und dann kommt das nächste Hindernis, wo der Frieden drüber hinwegfließen muss, nämlich, dass wir den Körper per se so wichtig nehmen, dass wir denken, dass er uns etwas zu bieten hat, was wichtiger ist als das, was der Geist uns zu bieten hat. Aber wenn wir den Frieden darüber fließen lassen, dann werden wir merken, dass der Geist viel wichtiger ist, dass das unser wahres Zuhause ist. Und dann kommt das dritte Hindernis, worüber der Frieden fließen muss, nämlich die Angst vor dem Tod. Weil wenn wir auch verstehen, dass wir nicht der Körper sind, dass wir ihn viel zu wichtig genommen haben, dass wir uns zu etwas gemacht haben, was wir gar nicht sind, dann wird es ja viel, viel leichter, die Angst vor dem Tod anzuschauen und zu wissen, dass es den Tod nicht wirklich gibt. Weil wenn wir kein Körper sind, dann können wir ja nicht sterben. Aber die Angst vor dem Tod hat schon eine krasse Anziehungskraft für uns. Wir wollen darin oft recht haben. Das Ego nimmt ja diese Angst vor dem Tod vor allem dafür, um uns zu beweisen, dass es Gott nicht gibt, dass es Recht hat, dass Gott dich verlassen hat. Dabei haben wir Gott den Rücken hier kurzfristig zugekehrt. Also die Angst vor dem Tod hat eine ganz krasse Anziehungskraft auf uns. Und wenn das alles passiert ist, wenn wir uns selbst dafür vergeben haben, dass wir diese Art von Hindernissen aufrechterhalten haben und unser Bruder, der uns die ganze Zeit begleitet, unsere Beziehungen, die uns die ganze Zeit begleiten, uns eigentlich nur den Spiegel aufzeigen, dass wir da diese Hindernisse vor dem Frieden immer aufrechterhalten haben und wir eigentlich in eine riesengroße Vergebung uns gegenüber gehen müssen. Weil wenn wir irgendwann erkennen, ich habe den Frieden selber abgewehrt, ich habe den Körper viel zu hoch getan und irgendwie mich zu überidentifiziert mit dieser menschlichen Hülle, plus ich habe Angst vor dem Tod als mein Gott gefeiert, was passiert denn dann mit uns? War es denn wirklich die Verantwortung von unserem Bruder, dass wir diese Dinge hochgehalten haben, oder unsere Verantwortung? Es ist wirklich Selbstvergebung. Sich selbst zu vergeben, dass man jahrzehntelang den Frieden von sich weggehalten hat, den Tod gefeiert hat, nicht bewusst, ich denke eher unbewusst, aber dennoch den Tod gefeiert hat und oft genug heute noch Angst vor dem Tod hat. Das ist auch okay. Ich meine, das ist Teil dieser menschlichen Erfahrung. Bis du wirklich kein bisschen mehr Angst vor dem menschlichen Tod hast, wer weiß, wie viel Leben das noch dauert. Und dann natürlich auch, dass wir den Körper immer wieder viel zu wichtig nehmen. Sich selbst zu vergeben, sich selbst zu vergeben, sich selbst zu vergeben. Und irgendwann haben wir dann diese letztendliche Angst vor unserer Nase, nämlich die Angst vor Gott selbst. Letztendlich dürfen wir uns selbst vergeben, dafür, dass wir so lange Angst vor der Macht hatten, die in uns steckt, die Gott in uns platziert hat, dass wir uns so lange selbst klein gemacht haben, selbst zum Opfer gemacht haben, selbst uns den Frieden geraubt haben. Es war niemand anders. Und Vergebung passiert, wenn wir endlich zur Seite treten
und Gott uns führen lassen und nicht sagen, ich weiß es besser als Gott und weiß es besser als der Lehrer, den er mir zur Seite gestellt hat. Wir lassen jedes Urteil los, beziehungsweise wir sagen, Heiliger Geist, urteile du für mich, weil ich werde es hier nur vermasseln. Und genau dazu, dass wir den Heiligen Geist zu unserem Urteil einladen, gibt es in Abschnitt 4 in Kapitel 19 noch ein ganz wundervolles Gebet, was ich uns jetzt mal vorlesen möchte. Hier kommt der Kontext erstmal. Siehst du dich einer scheinbaren Ungewissheit gegenüber, beurteile sie nicht. Erinnere dich an die heilige Gegenwart dessen, der dir gegeben ward, also der Heilige Geist, um des Urteils Quelle in Großbuchstaben zu sein. Übergib es ihm, also dem Heiligen Geist, für dich zu urteilen und sage, hier kommt das Gebet, nimm dies von mir, betrachte und beurteile es für mich, lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen, noch zur Zerstörung nutzen. Und das ist, was wir tun, wenn wir nicht Frieden über diese Hindernisse fließen lassen. Lehre mich, wie ich daraus kein Hindernis für den Frieden mache, sondern es für dich, für mich nutzen lasse, um sein Kommen, also des Friedens kommen, zu erleichtern. Ich stopp mal kurz hier, beziehungsweise eine Sache aus dem Abschnitt habe ich noch, die kommt dann als Kontemplationsfutter ganz zum Schluss. Aber ich möchte mal kurz hier eine Pause machen und sagen, hey, das Jahr 2025 ist fast zu Ende und ich möchte hier nochmal ein großes Danke an die starken Gefährten aussprechen, weil ich einfach sehr, sehr dankbar bin für unsere wundervolle gemeinsame Reise und für die Tiefe und die Verbindung und der Humor, der auch in dieser Gruppe herrscht. Ich bin wirklich, wirklich dankbar für die Kursgruppe, also die starken Gefährten, mit denen ich dieses Jahr gemeinsam durch das Übungsbuch reisen durfte. Also, wie versprochen, kommt jetzt zum Schluss nochmal dein Kontemplationsfutter aus diesem Abschnitt 4. Da lesen wir nämlich noch, du hast Angst vor Gott, weil du deinen Bruder fürchtest. Jetzt siehst du, wo du genau siehst, ob du noch Angst vor Gott hast. Und fürchten ist jetzt nicht, dass du deinen Bruder wortwörtlich fürchtest. Das kann auch sein, dass du verärgert bist oder irritiert oder sonst was. Es ist mir egal. Auch das spiegelt die Angst vor Gott wider. In deinen Brüdern spiegelt sich auch oft die Beziehung zu Gott wider. Diejenigen, denen du nicht vergibst, fürchtest du. Und da siehst du es. Wem hast du noch nicht vergeben? Den fürchtest du. Und der spiegelt deine Angst vor Gott wider. Und niemand gelangt zur Liebe mit Angst an seiner Seite. Das lasse ich mal hier so stehen. Vielleicht möchtest du damit nochmal in die Tiefe gehen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst mit mir gemeinsam und nochmal in die Tiefe gegangen bist mit diesem Abschnitt 4 aus dem Kapitel 19. Die Hindernisse vor dem Frieden. Sehr lesenswert, ich kann es nur empfehlen. Und falls du noch deine Gedanken mit mir teilen willst, immer jederzeit gerne hier unter dem YouTube-Video oder vielleicht auch bei Spotify, da kann man am besten Kommentare hinterlassen. Ich freue mich immer drüber. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Wir hören ganz bald wieder voneinander. Deine Peri.